Darf ich fragen, wie jung Sie sein? Ich bin 106 Jahre. 102. 100 Jahre und 6 Monate. Na, und dann ist das 39er Jahr gekommen, ist der Krieg losgegangen. Ja, leider. Hast du dich jemals gefragt, was uns die allerletzten Zeitzeugen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges erzählen können? Das ist jetzt ein kurzer Zusammenschnitt, um die Wichtigkeit des Friedens zu betonen. 85% aller regelmäßigen Zuseher haben unseren Kanal leider noch nicht abonniert. Wenn du unser Friedensprojekt jetzt noch weiter unterstützen möchtest, ist die beste und einfachste Art, unseren Kanal zu abonnieren. Danke. Danke. Ich bin Daniel Pleunig, bin der Gründer des Friedensprojektes Lebensweisheiten von 100-jährigen Menschen und bin diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger. Und genau diese wertvollen Aussagen für den Frieden wirst du jetzt bekommen. Die müssen reinhocken mit da 17,5 Jahre, ja, reingeguckt, außer nach Russland. Ja, und dann ist halt, dann habe ich gesehen, wie das ist. Und in Russland, da lernten wir erst eigentlich kennen, was Krieg heißt. Es war furchtbar. Nie wieder soll jemand so etwas erleben. Du bist ein so junger Bub. Sie haben ja alle so junge Burschen, haben diesen Eindruck, die 16, 17 Jahre waren. Also, die sind ja alle eingerückt und gefallen auch gleich. Das ist furchtbar gewesen. Ne? Krieg ist. Sind wir an der Front gelegen, nachher in einer Mama hat er gesagt, Mama. Dann bin ich zurückgegangen, jetzt ist er da gelegen, hat beide Wadeln aufgeschlitzt gehabt und einen Bauchschuss. Ja, was macht man da? Jetzt habe ich den ein bisschen gerecht hinlegen können. Und ich gesagt, da kommt jetzt noch, ich verlange das Rotkreuz, das nimmt zurück. Dann, ne? Da wollte einer kommen von Rotkreuz. Ja, der ist schon tot und der lebt nicht mehr, der ist gestorben. Mama hat er geschrieben, Mama, ja. Da hilft die Mama halt auch schon immer, gell. Wenn da einer sagt, er hat keine Angst, der liegt. Jeder hat Angst, wenn du so jung bist und du siehst einen, der die Dame aushängt. Man muss sich das vorstellen, sagen wir, von den Eltern, also sagen wir von meiner Mutter, wie ich mit 18 Jahren mit dem Rucksackel eingerückt bin und gegangen bin. Kommt er wieder, kommt er nicht mehr, das wissen wir nicht. Das muss ich dazu sagen, das habe ich so schlimm empfunden, wenn dann was geredet worden ist über den Krieg, dann hat der eine und der andere gesagt, naja, was war denn so dumm? Und ich meine, sie sind ja nicht freiwillig eingerückt, sie haben ja einrücken müssen. Und in seinem Fall war das ja noch ganz anders, weil er gewusst, mein Bruder haben es erschossen und wenn ich nicht gehe, passiert mir das Gleiche. Nicht? Der hat desertiert. Okay. Aber man hat nichts reden dürfen, weil da war ja, man hat zum Beispiel über den Hitler geschimpft und das hat wer gehört. Todesstrafe war drauf. Todesstrafe. Nur ein falsches Wort und das Nur war ein gleich. falsches Wort und der hingestellt hat, haben die komplett erschossen. Das ist nicht einmal passiert. Also, du hast ein Unrechtswort nicht sagen dürfen. Weil hast was dagegen da, bist sofort nächsten Tag weg gewesen. Bist mit dem nächsten Zug schon weggefahren. Die Zeit war schlecht und schier, grauenhaft. Das war schlimm, du. Alles war still, jeder hat nur bangt. Und das ist so schnell gegangen. Da hat er übernommen und dort hat er übernommen und da ist eins und wir haben bangt und die Nachrichten, der ist gefallen und der ist gefallen.
Na, das war nicht schön. Wären wir noch ein bisschen weiter gekommen, ich schätze mal 15 Zentimeter, dann wäre ich auch hier bei den Toten gewesen. Also so Kriegsbegeisterung, wie es damals am Gymnasium uns immer wieder gesagt worden ist, hat es überhaupt nicht gegeben. 2 Sachen waren ständig da. Ich habe einen Hunger und ich möchte leben. Also so haben junge Leute gedacht. Ich brauche was zum Essen, ich habe einen Hunger und ich möchte leben. Einfach, ne? In München sind wir ausgebombt worden, der Krieg, also ein großes Haus gewesen. Wir sind meistens immer im Keller gewesen, nicht? Oder Bomben eingehauen, das Haus war der Erdboden gleich. Ja. Wir sind beim Notausgang raus, also sind wir beim Judenfriedhof rausgekommen. Also das mit der Fliegerladen, das war schon eine Katastrophe. Weil der hat auch zum Beispiel, wir sind in Deutschland, wenn der ist vom Westen gekommen, von Westen, ja. Und der hat weiterfliegen, aber wenn er bedroht ist worden, dann hat er seine Bomben überlassen, nicht? Wenn er beschossen ist worden, haben wir gesagt, fang die Flagge schon wieder an. Klar, die Flagge hat sie nicht weiter wollen lassen, nicht? Und wenn es dann beschossen hat, wenn der in Gefahr war, haben sie die Bomben überlassen, nicht? Egal, wo sie hingekommen sind, nicht? Die vielen Bombenangriffe, ich habe sehr viel erleben müssen. Ich bin in die Mauer eingesprungen, wie erzählt, nicht? Und die Flieger haben geschossen auf mich. Und unter der Brücke habe ich dann Schutz gesucht. Neben mir sind die Geschosse eingeknaffelt in die Mauer. Das war schon ein schieres Erlebnis, muss ich ehrlich sagen. Das geht auch gar nicht aus dem Kopf, das kann ich gar nicht vergessen. Und arm waren sehr die Juden, also die haben schon sehr viel. Also die Judenstern haben sie hinten gehabt, nicht? Die haben schon sehr misshandelt, die Juden, die haben mir schon leid getan, ja. Und das sind auch Menschen gewesen. Und so bin ich in den Judentransport reingekommen, die was nach Auschwitz gegangen sind. Männer haben um ihre Frauen geschrien und umgekehrt Kinder, die was durchgemacht haben um die Mütter oder um den Vater. Solche Sachen kann man nie mehr vergessen. Die Russen sind dann gekommen, wir haben uns alle versteckt, draußen in der Strohschupfen, haben einen Boden gehabt, vorher war der Kurstall, da sind so Luftlöcher in den gegangen, da waren wir oben, die Nachbarin war da mit, und da haben sie uns das Essen bei den Luftlöchern raufgegeben. Die Russen haben uns immer versteckt. Ich kann nicht sagen, wir haben uns immer versteckt. Tag und Nacht. Ich war damals 20 Jahre. Ich sage Ihnen, wo ich überall versteckt war, im Hühnerstall, als er gestunken hat und so viel Hühnermist war, in Dreckwäsche, Schmutzwäsche eingewickelt, nur damit wir die Russen nicht finden. Weil die haben alles vergewaltigt und alles schwerst geschlechtskrank gewesen. Ja. Mai 44 bis Ende 47 war ich dann in Stalingrad in Gefangenschaft. Von Mai 44 bis 47 waren Sie in Stalingrad in Gefangenschaft. Ja, da sind viele gestorben, aber nicht verhungert, sondern die sind nervlich zugrunde gegangen. Ja, alle haben Hunger gehabt. Du bist auf die Nacht schlafen gegangen, hast Hunger gehabt. Bist in der Früh aufgestanden, hast Hunger gehabt. Da ist nicht von Mädchen geredet worden, nur von Essen, von Rügnädel und so. Ja. Und da habe ich keine Haare mehr gehabt, wie ich angefangen habe. Das war das Afrika. Wir sind alle irgendwie geschädigt. Es gibt Zeiten, wo in der Nacht, wo du auf einmal bist mitten im Kampf getümmelt und mittendrin, da wirst du munter, kannst nicht mehr schlafen. Wir sind traumatisiert. Das lässt nicht mehr los. Das war furchtbar. Und so soll es wieder werden? Wissen, was ich oft denke? Wir kommen jetzt ein Krieg werden. Furchtbar. Jetzt haben die Leute noch nicht gesagt. Ein Krieg.
wahnsinnig elend und heute ein Krieg führen. Furchtbar, furchtbar. Dass man da nicht gescheit ist, weiß ich nicht. Weil heute ein Krieg anfangen, ist mehr wie eine Todsünde. Ist mehr wie eine Todsünde. Was die Leute mitmachen, die Mütter mit den Kindern, Jesus Maria. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mit einer Rakete könnten da unten tausende Kinder gerettet werden oder Blinde und andere operiert werden. Mit dem Wert von einer Rakete. An unserem Platz, wo wir stehen, können wir handeln. Können nur im Sprechen mit anderen ihnen sagen, die Wahrheit ist das und nicht das Vergessen. Das Denken, das Andenken an die Menschen, ja, aber das Vergessen von Verbrechen nicht. Auf dieser Welt ist der Krieg ein ständiger Zustand. Wenn zwei allein sich nicht verstehen, wie sollen sich die ganze Welt verstehen? Und das Wichtigste ist eben der Frieden. Und man kommt immer wieder darauf, dass man nur miteinander etwas erreichen kann. Und was wünschen Sie sich für die Zukunft? Friede. Friede für die Menschen überall. Ich darf mir Frieden wünschen. Frieden. Frieden. Frieden auf der Welt. Das war das Wichtigste. Dass alle Welt in Frieden lebt, aber Dass sowas niemals mehr passiert. Frieden geben. Frieden geben, nicht? Friedlich leben, um Gottes Willen. Nichts Schönes wie das. Frieden! Frieden und noch einmal Frieden. Für alle.